Hi und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Tracking Packing Gear. Heute gibt es eine neue Review zu diesem Zelt hier, dem Robins Pioneer 3X. Das hatten wir auf unserem Skandinavien Roadtrip dabei und es gibt auch bereits ein Aufbauvideo dazu auf meinem Kanal. Und wir haben es bei wirklich sehr vielen verschiedenen Wetterbedingungen, Extremsituationen getestet und deshalb kann ich euch auf jeden Fall ganz gut meine Meinung dazu sagen. Das Zelt hat eine große Tür, wie man hier sehen kann. Diese Tür führt dann in ein sehr, sehr großes Vorzelt, in eine sehr große Apsis, in der ihr auch klein sitzen könnt oder essen und kochen könnt. Und von der Apsis aus kommt ihr dann in eure Schlafkabine, in euer Hauptzelt. Und ja, wie gesagt, nur eine Tür, aber eine sehr große. Das Innenzelt vom Pioneer ist für 2 Leute auf jeden Fall sehr, sehr groß und ausreichend. Da oben seht ihr einmal die Maße. Man kann da sehr komfortabel mit 2 großen Isomatten liegen und hat trotzdem noch genug Gepäck für Rucksäcke und auch zu dritt mit kleineren Isomatten sollte es auf jeden Fall passen. Am Ende des Zeltes und oben an der Tür habt ihr 2 Moskitonetze, die sorgen zusätzlich für Belüftung und ein bisschen Licht im Zelt. Das Zelt ist ein Outer First Pitch, das heißt, das Innenzelt ist am Außenzelt festgemacht und ihr könnt alles auf einmal aufbauen. Das macht den Aufbau besonders einfach und vor allem bei regnerischem Wetter total unkompliziert. Hier seht ihr einmal die Befestigung des Innenzeltes. An allen Stangenbefestigungen habt ihr zusätzlich noch Abspannseile, die ihr bei starkem Wind oder ähnlichem abspannen könnt. Und auch hier unten habt ihr zusätzliche Abspannpunkte. Normalerweise reicht es, wenn ihr die Stangen einfach einfädelt. Ihr müsst nicht jeden Punkt hier abspannen. Allerdings, wenn der Wind sehr stark ist, empfehle ich das natürlich. Und ja, das ist auf jeden Fall ganz cool. Das Zelt hat sowohl hinten als auch vorne diese kleinen Belüftungsklappen. Die könnt ihr separat abspannen, sodass starker Wind und Regen dir nichts ausmacht. Außerdem habt ihr wie immer hier ein kleines Verbindungsstück, was die Lüftungsklappen auflässt und was dann für eine Luftzirkulation von vorne nach hinten sorgt. Auch bei sehr starkem Regen und Wind konnten wir die Lüftungen offen lassen und hatten gar keine Probleme, dass da irgendwie Regen oder ähnliches in das Zelt eingetreten ist. Oben im Pioneer habt ihr hier 2 Ösen. Dort könnt ihr einfach einen Paracord durchfädeln und das Paracord habe ich einfach mit einem Longshot Shortstick oder wie auch immer der Knoten heißt befestigt. Das heißt, das kann ich hier variabel verstellen von der Spannung her und da könnt ihr dann Sachen wie Socken oder ähnliches aufhängen, was uns gerade sehr zum Vorteil kommt, da es hier seit 2 Tagen durchregnet und ja, wir auf jeden Fall viele nasse Sachen haben. Und der Vorteil ist vor allem daran, dass diese Wäscheleine besonders hier an der Ventilationslinie quasi ist. Also genau hier oben steigt natürlich die warme Luft hin, aber hier kommt auch die Ventilation durch und dadurch sollten die Sachen besser trocknen. Das Außenzelt des Pioneers hat eine 3000 mm Wassersäule und ist nicht aus Nylon, sondern aus einem Polyester. Dadurch gibt es im Regen nicht nach und ist noch etwas robuster. Das habe ich auch gemerkt bei Wind und Regen. Und das ganze Zelt wiegt ungefähr 3,4 Kilo und das Packmaß beträgt ungefähr 44 x 20 cm. Hier mal als Tipp, wenn ihr euch auf einem Boden befindet, wo ihr keine Heringe reinbekommt, wie zum Beispiel hier auf dem Steinboden, auf dem Berg, dann könnt ihr einfach, ich glaube, es heißt das Dead Anchor Prinzip, ihr nehmt einen Hering, legt ihn quer und legt einen Stein drauf und ich ziehe jetzt hier wirklich mit voller Kraft und da bewegt sich gar nichts. Also ich habe jetzt hier auch einen relativ großen Stein drauf und zwar funktioniert es so, dass ihr einen Hering quer legt in den Boden, auf den Boden und darauf dann einen Stein legt und der Stein drückt dann den Hering in den Boden rein und es funktioniert besser, als wenn ihr den Stein einfach nur hier rauf legt. Man sieht hier richtig, der Hering ist in den Boden eingedrückt und das hält dann auf jeden Fall die stärksten Winde auch aus, wenn ihr es richtig macht. Und so könnt ihr dann das Robins auch auf so einer sehr kargen, steinigen Landschaft wie hier aufbauen. Kommen wir nun einmal zu meinem Fazit zu der Review zum Produkt. Wie gesagt, wir waren auf dem Skandinavien Roadtrip, wir waren 90 Tage lang unterwegs. Dazu kommt, wie gesagt, auch noch sehr viel Content auf meinem Kanal, wenn euch das interessiert. Und wir waren bei schlechtem Wetter, bei gutem Wetter mit diesem Zelt unterwegs. Wir haben sehr, sehr viel da drin geschlafen und es ist auf jeden Fall ein super tolles Zelt. Es hat uns im Regen immer trocken gehalten. Das Vorzelt liegt immer trocken, also unsere Rucksäcke und ähnliches. Wir hatten zu zweit relativ viel Platz da drin. Das war auf jeden Fall wesentlich komfortabler als meine kleineren Ultralight-Zelte. Und was Kondensation angeht, hatten wir gar keine Probleme. Wir konnten die Sachen da drin trocknen und es hat wirklich teilweise sehr stark geregnet und sehr stark gewindet. Wir konnten im Vorzelt kochen. Wir konnten es sowohl auf Steinen und auf so gut wie jedem Untergrund aufbauen. Also es war auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Zelt. Ich war sehr froh, das für die Reise zu haben. Und es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, damit zu campen. Vor allem auch, weil der Aufbau sehr einfach ist. Durch das Outer First Pitch Prinzip konnte man das Zelt relativ schnell und auch im Regen problemlos aufbauen. Und ja, es war auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Zelt für unsere Reise. Hier folgen jetzt einfach noch ein paar Eindrücke, Videos von dem Zelt, von unserem Roadtrip. Und wenn ihr das noch mehr davon sehen wollt, wenn euch die Videos gefallen, dann abonniert auf jeden Fall den Kanal. Die nächsten Monate wird es nur noch um unseren 90-tägigen Roadtrip geben, was wir da erlebt haben, was für Tipps wir haben, was für Tricks wir haben.
Und ja, abonniert auf jeden Fall den Kanal und guckt bei Robins vorbei. Und von mir war es das an der Stelle und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Also macht's gut und bis dann.